Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Heute widme ich mich wieder einem meiner Lieblingsthemen. Ich male ein Stillleben. Leuchtende Zitronen mit zwei dunkleren Gefäßen kombiniert und ein schöner, kräftiger Hintergrund. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Stillleben sind immer besonders ruhige Motive, die dir ein entspanntes Arbeiten ermöglichen. Nichts bewegt sich, alles bleibt an seinem Platz und trotzdem können spannende Objekte eine schöne Geschichte auf dem Bild erzählen. Durch Licht und Schatten auf den Oberflächen erzählst du deine Geschichte und nimmst den Betrachter tief in das Geschehen mit hinein. In der Umsetzung in Aquarelltechnik kommt es vor allem auf einen entschlossenen und manchmal auch ziemlich kräftigen Farbauftrag an. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es das Video wieder in der ungekürzten Länge, also ihr seht dann jeden einzelnen Pinselstrich, und es gibt zwei Zusatzübungen zum Thema Tonwertvorbereitung auf das Aquarell. Ich zeige in zwei verschiedenen Formaten zwei verschiedene Techniken, wie man eine Tonwertskizze erstellen kann. Einmal mit Aquarellfarbe und einmal mit einer Bleistiftschraffur. Wenn dich jetzt das Thema interessiert und du in unserer Unterstützer-Community mit dabei sein möchtest, schau gerne unter dem Video. Dort gibt es einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt der. Wenn du drauf gehst, kannst du dich direkt auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung informieren. Wenn du zum Beispiel das 10 € Unterstützerpaket wählst, bekommst du einige zusätzliche Benefits, wie zum Beispiel die regelmäßigen Livestreams hier auf YouTube, an denen wir an einem Abend gemeinsam in Echtzeit ein Motiv malen, welches hier auf YouTube noch nicht gezeigt wurde. Die Mitgliedschaften sind jederzeit mit einem Klick veränderbar. Du kannst also zwischen den Paketen wechseln und auch kündigen ist monatlich möglich. Mit deiner finanziellen Unterstützung ermöglichst du unsere Arbeit hier auf YouTube und hilfst zusammen mit vielen anderen aquarellbegeisterten Menschen mit, diesen Kanal werbefrei zu halten. Vielen, vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Titanweiß, Cadmiumgelb, Yellow Ocker, Sienna gebrannt, Permanent Alizarin-Karmesin und Neutraltinte von der Firma Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Lavender von der Firma Mielo und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arche. Graphin 300 Gramm heißt das Papier und das Format ist etwas größer als DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmarderpinsel in Größe 10, einem synthetischen Flachpinsel zum Auswaschen der Flächen in der Größe 10 und dem synthetischen Rundpinsel in Größe 6. Hier seht ihr schon meine Skizze fürs heutige Motiv liegen. Das Referenzfoto und auch die Skizze laden wir wieder auf unserer Unterstützerseite auf Steady hoch und alle Unterstützer unseres Kanals können sich Foto und Skizze dann dort zum Nacharbeiten herunterladen. Bei diesem Stillleben beginne ich jetzt mit den Objekten und es sind zwei Farbaufträge geplant. Das heißt, im ersten Farbauftrag belege ich alle Objekte zunächst einmal mit den hellen Farbtönen, auch mit den mittleren, und im zweiten Farbauftrag werden dann Schatten und die dunklen Farbtöne eingefügt. Mit einem hellen Cadmiumgelb grundiere ich jetzt die kleinen Zitronenschalen, die hier links auf dem Tisch liegen. Sie sollen später hier auf der linken Bildseite noch ein leuchtendes Element einfügen und auch das Thema Zitronen sozusagen hier drüben auf der linken Seite noch einmal aufnehmen. Die Innenfläche dieser Scheiben male ich mit einer Mischung aus Kobalt-Türkis Light und Gelb, um so ein sehr helles grünliches Gelb zu erreichen. Und hier variiere ich diesen Farbton mit etwas Kobaltblau. In die Zitronenscheiben kommt jetzt noch ein bisschen Variation mit der Farbe Ocker hinzu, denn hier auf der lichtabgewandten Seite sind sie doch recht dunkel. Das reicht jetzt für den Moment. Später werde ich hier nochmal mit Schattenfarbe nacharbeiten. Nun kommt das kleine Kännchen,
das ja eine sehr interessante Form hat. Es gibt solche Milchkännchen, die den Ausguss hier auf der Seite haben und den Griff nicht direkt auf der gegenüberliegenden Seite, sondern hier in einem ganz abenteuerlichen Abstand, sodass man dann schön bequem die Milch oder was auch immer aus diesem Krug auskippen kann. Das ist hier so ein Kännchen und im ersten Moment mag es irritieren, der Ausguss ist hier und hier ist schon der Henkel, aber so möchte ich es auch gerne malen. Ich beginne hier mit der Innenform. Das ist wieder die Mischung Kobaltblau und etwas Neutraltinte, sehr, sehr wässrig, und mache dann mit Sienna gebrannt und lichter Ocker weiter. Alles mit sehr viel Wasser. Ein bisschen dunkler ist es hier auf der rechten Seite in dieser Öffnung. Dann gibt es eine kleine Form, so einen Rand hier oben, den male ich jetzt mit lichter Ocker und etwas Sienna gebrannt. Und dann male ich die Form, die Oberfläche des Kännchens hier mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und das ist jetzt eine Farbigkeit oder ein Farbauftrag, der dann später nochmal intensiviert wird. Hier haben wir eine Lichtreflexion in diesem Bereich. Und da möchte ich einen anderen Farbton noch einführen. Ich male jetzt hier mit etwas Lavendelblau eine helle Form, die aber ganz sanft nur heller ist als der Rest der Fläche. Und weiter geht es mit meiner bräunlichen, dunkleren Farbe. Und hier in der Nähe des Griffs oder des Henkels möchte ich sogar eine Form weiß lassen, um den Glanz nachher später schön einfangen zu können. Auch hier kommt ein bisschen Lavendelblau in den oberen Bereich. Und jetzt bin ich hier schon beim Henkel. Etwas Neutraltinte kommt jetzt hier mit hinein, damit es wirklich schön dunkel ist. Und hier hält es sich dann wieder auf. Hier ist der Henkel aber ganz dunkel. Links. Und dann geht es weiter mit der Farbe Yellow Ocker im unteren Bereich der Kanne hier. Ein bisschen von der anderen Farbe kommt mit dazu, damit es jetzt hier nicht so ganz anders aussieht. Und jetzt male ich hier um die helle Form der Zitronenscheiben herum. Und jetzt gehe ich weiter zum nächsten Gefäß, hier dem Steinguttopf. Auch hier beginne ich mit der Öffnung oben und möchte jetzt im Großen und Ganzen diesen Topf mit lichter Ocker malen. Schön viel Wasser jetzt hier auf der lichtbeschienenen Seite und etwas mehr Pigment auf der rechten Seite. Da fällt wieder nicht mehr so viel
Licht hier in diese Öffnung hinein. Und nun haben wir eine schöne Licht- und Schattensituation. Das heißt, hier auf der linken Seite ist dieser Topf wirklich, wirklich dunkel. Da soll er auch dunkler sein als nachher der Hintergrund. Also arbeite ich jetzt hier mit Sienna gebrannt, Ultramarinblau. Schon im ersten Farbauftrag ein bisschen dunkler, als es nachher auf der anderen Seite der Fall sein wird. Ein bisschen Alicerinrot kommt jetzt in den Topf hinein, um die Farbe ein bisschen zu variieren. Und auf der lichten Seite möchte ich wirklich eine helle Farbe jetzt hier haben. Getöntes Papier, wenn man so will. Also verblende ich hier mit Wasser. Im unteren Bereich kann ich schon ein bisschen mehr Creme hier dazugeben, denn hier kommt auch nicht mehr so viel Licht an. Nun sprühe ich in diese Form einmal hinein, um gerade hier auf diesem Topf noch ein bisschen mehr Struktur zu bekommen. Und wenn hier noch ein paar Sprühtropfen landen auf dem linken Topf, ist es auch nicht verkehrt. Und dann geht es schon weiter mit den Zitronen. Auch ein paar Spritzer hier mit dem synthetischen Pinsel, ein paar Wassertropfen, geben eine schöne antike Struktur jetzt auf die Topfoberfläche. Bevor ich mit den Zitronen weitermache, föhne ich jetzt diesen Bereich einmal oder warte ein bisschen ab, bis sich hier das Pigment gesetzt hat, damit mir jetzt das Gelb nicht unkontrolliert in die Fläche hineinläuft. Weiter geht es mit den leuchtend gelben Zitronen. Auch hier werde ich in 2 Schichten arbeiten. Jetzt zunächst im ersten Farbauftrag muss ich nur aufpassen, dass ich einen schönen satten Gelbton verwende hier, um die Früchte zu malen. Und einige Bereiche, die im Schatten liegen, kann ich natürlich auch jetzt schon etwas dunkler malen. Hier oben fällt viel Licht ein, also hier verblende ich mit etwas Wasser. Und im unteren Bereich nochmal etwas Gelb dazu und ganz unten auch schon ein bisschen lichter Ocker. So bekommt die Zitrone jetzt hier schon ein bisschen mehr Volumen. Die zweite wird auf die gleiche Art gemalt, zunächst einmal mit dem satten Gelb und dann auf der rechten Seite mit Wasser versuche ich einen etwas helleren Gelbton zu bekommen. Die Blätter male ich mit Green Appetite Genuine, ein bisschen Gelb kommt noch mit dazu. Dieses Grün soll jetzt gar nicht zu grün aussehen, denn die Blätter sollen sich nicht so wichtig nehmen im Bild. So, das war der erste Farbauftrag. Das kann jetzt schön trocknen und dann geht es weiter mit den Schattenflächen im Bild. Unser Bild trocknet jetzt einmal komplett durch und ich habe eine Ankündigung für dich. Der nächste Live-Malabend hier auf YouTube im Unterstützerbereich der Aquarellwerkstatt findet am 21. April 2026 um 19 Uhr statt. Dies ist ein Malabend, der für alle Unterstützer ab dem 10-Euro-Paket abrufbar ist. Über die Möglichkeiten der Unterstützung kannst du dich auf Steady direkt informieren. Dort gibt es eine Seite von der Aquarellwerkstatt. Ich verlinke dir das unter dem Video. Wie gesagt, für diesen Live-Malabend brauchst du ein 10-Euro-Paket. Wir haben uns für diesen Abend was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar werden wir dieses Landschaftsmotiv aus den schottischen Highlands malen. Und das Besondere an diesem Abend wird sein, dass ich erkläre, wie ich zu einer schönen Farbharmonie im Bild gelange. Ich arbeite dabei mit einem Farbkreis und mit verschiedenen Schablonen, die mir eine reduzierte Farbigkeit im Bild ermöglichen. Genaueres dann
am Live-Malabend am 21. April um 19 Uhr. Der Stream wird natürlich wie immer aufgezeichnet und alle Unterstützer mit einem 10-Euro-Paket können teilnehmen und dann auch später diesen Stream sich anschauen, sowie alle anderen älteren bisher gelaufenen Streams auch. Ich möchte jetzt meine Objekte hier noch einmal überarbeiten mit dunklen Farben und passe auf dabei, dass ich bestimmte helle, im Licht liegende Bereiche nicht übermale, sodass das Leuchten hier im Aquarell jetzt nicht verloren geht. Und da fange ich an hier mit lichter Ocker auf den Zitronenscheiben. Auch hier unter der ganz äußersten Zitronenscheibe gibt es einen schönen Schatten geworfen von dieser oberhalb liegenden Scheibe hier. Und ich male jetzt auch gleich mit im gleichen Zug die Schlagschatten unter den Objekten. Und hier mische ich mir jetzt einen Violettton, Ultramarin Feinst und Permanent Alizarin-Karmesin angemischt in dem braunen, noch vorhandenen Farbrest. Für so einen ja, leicht violetten, aber doch recht neutralen Schatten. Hier gibt es auch einen Schatten von dem weißen Fruchthäutchen hier von der Zitronenscheibe hin zum Inneren. Und dann wird auch hier diese Zitronenscheibe mit einer Mischung aus Ocker und Gelb auf der lichtabgewandten Seite etwas dunkler gemalt. Verblenden hier mit Wasser zur Vorderseite und ich sehe, dass wir hier auf dieser noch hier ein bisschen dunkler sein müssen. Auch diese Schattenfläche löse ich hier mit Wasser an, denn es hält sich hier im hinteren Bereich wieder etwas auf durch eine kleine Lichtreflexion. Das soll erstmal reichen für die Zitronenscheiben. Man muss immer entscheiden, wie detailgenau man das jetzt machen möchte. Hier zumindest zum Beispiel dieses Innenleben, das ja aus diesen Fruchtfleischdreiecken besteht, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, vielleicht so ein bisschen noch andeuten, aber eigentlich wird es dann auch, glaube ich, schnell zu viel. Und jetzt gehe ich weiter hier in mein Kännchen. Da male ich zunächst einmal die Öffnung hier auf der rechten Seite etwas dunkler. Das wäre hier. Damit kann ich nochmal den Rand hier schön ausarbeiten. Und auch hier wird wieder mit Wasser zur linken Seite hin verblendet. Denn da strahlt ja das Licht rein. Auf dem Topf selbst möchte ich hier auf der dunklen Seite jetzt noch etwas dunkler arbeiten. Sienna gebrannt, Ultramarinblau und auch ein bisschen Neutraltinte. Hier kommt wieder Wasser für die Lichtreflexion in die Fläche hinein. Und hier kann wieder die dunkle Farbe wirklich schön einen kräftigen Akzent setzen. Und es gibt einen Schlagschatten vom Henkel auf den Topf. Hier. Und auch diesen unteren Bereich hier, den ich ja mit Ocker gemalt habe, möchte ich jetzt auf der linken Seite noch ein bisschen dunkler gestalten und mische mir Ocker mit Sienna gebrannt und Ultramarin blau. Hier kann ich später dann ganz zum Schluss noch die Lichtreflexion auswaschen und hier kommt wieder etwas Wasser dazu. Auch unter diesem Kännchen gibt es einen Schlagschatten und ich mische mir wieder die Violettmischung aus Ultramarinblau, Ultramarin Feinst und Alizarin. Etwas Braun nehme ich mit hinzu und setze hier einen kleinen Schlagschatten noch hinein. Den großen Topf will ich jetzt auch auf der linken Seite etwas dunkler malen, mit Sienna gebrannt und
Ultramarinblau. Und Wasser hier zum rechten Rand hin und wieder etwas Ultramarin, auch für den unteren Bereich. Und wieder ein bisschen reinsprühen mit der Sprühflasche und auch mit dem kleinen synthetischen Pinsel. Kleiner Schatten fehlt noch hier oben. Und auch hier ist es ja etwas dunkler. Nun werden die Zitronen überarbeitet mit einer Mischung aus Cadmiumgelb, etwas Sienna gebrannt und später wird auch ein bisschen Violett noch mit hineinkommen. Das Violett mische ich mir selbst aus Blau und Alizarin. Die Zitronen sind hier im unteren Bereich wirklich dunkel. Hier gibt es einen Schlagschatten von der Spitze hier auf diese Zitrone. Das wird mit Wasser schön verblendet, dass es nicht zu scharfkantig ist. Und jetzt male ich den Schlagschatten, mische mir mein Violett aus Ultramarin und Alizarin und setze das hier unten an. Unter dem Topf müssen wir auch einen Schatten noch haben. Und gehe dann mit dem Violett auch ein wenig in die Zitrone hinein. Das kann man in dem Moment noch machen, wenn der Farbauftrag hier noch schön feucht ist. Die zweite Zitrone bekommt auch ihre dunklen Farben jetzt und dann hier auf dieser Seite, wobei ab hier schon wieder eine kleine Lichtreflexion auf die Unterseite hier trifft. Da kann man also auch wieder etwas heller werden. Und der Schatten wird wieder mit Violett angefügt, also mit Ultramarin Feinst und Permanent Alizarin Karmesin. Und wenn er sich hier im unteren Bereich ein bisschen verbindet mit der Zitrone, ist das herzlich willkommen. Auch die beiden Blätter bekommen jetzt hier eine schattige Seite mit Green Appetite Genuine und Resten vom Rot auf der Palette. Und dann ist es schon Zeit für den Hintergrund. Für den Hintergrund feuchte ich das Blatt einmal mit klarem Wasser an und arbeite dann mit einer ganz kräftigen Mischung aus Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt um die Früchte herum. Ich muss jetzt hier nicht ganz genau an die Objekte herangehen mit meinem Nassmachen. Das korrigiere ich dann nachher mit dem Pinsel. Aber das Papier sollte jetzt hier bis zum Tischrand wirklich schön angefeuchtet werden. Nun mische ich mir eine schöne große Farbpfütze mit den beiden Farben Sienna gebrannt, Ultramarin Feinst und mische nicht auf der Palette jetzt komplett beide Farben aus, sondern lasse durchaus hier auf der linken Seite etwas mehr Braun in der Mischung liegen, auf der rechten Seite etwas mehr Blau und auch im Pinsel ist das jetzt nicht ganz gleichmäßig verteilt. Viel Pigment und viel Wasser ist wichtig jetzt für die Pfütze hier, denn ich habe eine relativ große Fläche zu bemalen und ich möchte
möglichst im ersten Farbauftrag schon den dunklen Tonwert, den ich mir vorgenommen habe, auch erreichen. Ich beginne jetzt hier mit der Ummalung. Etwas mehr Blau soll in den Hintergrund hinein, noch etwas mehr Blau. Und fahre mit dem Pinsel um die Objekte herum und versuche dann aber auch gleich hier die Fläche schön zu schließen. Immer noch recht braun, eigentlich wollte ich ein bisschen bläulicher. Hier unten bei den Zitronen selbst möchte ich nochmal eine relativ dunkle Farbe im Hintergrund haben und dann kann die Hintergrundfarbe zur rechten Seite sich ein bisschen aufhellen. Etwas bläulicher und etwas heller, hier in diesem Bereich. Auch in diese Fläche sprühe ich ein bisschen hinein. Es ist jetzt aber noch ein bisschen früh. Das Sprühen hat den schönsten Effekt, wenn man wartet, bis der Glanz auf dem Papier sich so matt verabschiedet. Jetzt ist es noch ein bisschen zu glänzend und zu nass. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und ich sprühe hier mit der Sprühflasche ein paar Tropfen und auch mit dem synthetischen Pinsel. Das lockert die Hintergrundform schön auf. Die Farben trennen sich noch einmal durch diese kleinen Wassertropfen. In diesem Bereich, wo dann das Wasser wirkt, kommen einfach hellere Formen, treten hellere Formen zutage. Das Blau in der Mischung wird sozusagen da etwas mehr sichtbar. Und ich mag diesen Effekt sehr. Das lassen wir jetzt in Ruhe einmal sich ein bisschen setzen. Da würde ich nicht zu früh föhnen. Der Föhn würde die schöne Struktur, die ich jetzt durch Spritzen erreicht habe, glatt föhnen. Das würde dann nicht mehr so lebendig aussehen. Also lieber ein bisschen trocknen lassen und ich denke, eine halbe Stunde Pause hast du dir jetzt auch verdient. Es geht jetzt weiter mit dem Vordergrund. Und hier möchte ich zunächst mal diese Bleistiftstriche wegradieren, die hier noch stellenweise zu sehen sind. Ich ziehe mir hier mit dem Bleistift nochmal eine Linie für mein Holzbrett, auf dem diese ganzen Sachen stehen und kann dann hier vielleicht sogar noch das Holzbrett andeuten und darunter noch eine kleine dunkle Form einfügen. Das Ganze aber ist geplant ohne scharfe Ränder, damit es jetzt hier nicht so eine auffällige, waagerechte Betonung gibt im Bild im unteren Bereich. Für den Tisch oder das Holzbrett verwende ich jetzt lichter Ocker mit ein bisschen Palettendreck, dass es jetzt nicht ganz so strahlend ist. Gehe hier über die Schatten hinweg und hoffe, dass die sich ein bisschen anlösen. Aber wenn nicht, ist auch in Ordnung. Bisschen Gelb von den Zitronen kann hier gerne noch mit rein, falls ihr noch was auf der Palette habt. So wie ich. Und hier hinten neutralisiere ich das Gelb wieder mit ein bisschen Blau. Alles soll in sehr hellem Tonwertbereich stattfinden. Jetzt kommt ein cremigerer Strich für die Vorderseite des Brettes oder die Kante des Tisches mit Sienna gebrannt und Ultramarin und das Ganze viel cremiger und hier direkt an diese Kante dran gesetzt, sodass hier sich jetzt eine weiche Situation, also ein weicher Übergang ergibt. Und unten drunter versuche ich jetzt nochmal mit diesem bläulichen, dunklen Farbton die Sache abzuschließen. Etwas bläulicher. Vielleicht ungefähr so. Und einen sehr kräftigen Schlagschatten mit Sienna gebrannt und Neutraltinte wieder in die nasse Fläche hinein. Jetzt hier kein Wasser im Pinsel, sondern nur die cremige Farbe. Gibt dem Brett hier nochmal einen Abschluss. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Struktur auf dem Tisch selbst. Hier, das ist noch zu eintönig, sieht noch zu neu aus.
setze ein paar vorsichtige Striche mit meiner dunklen Farbe von hier unten. So gefällt es mir ganz gut. Das kann jetzt wieder trocknen und dann werde ich noch ein paar Details auswaschen und korrigieren. Mit meinem synthetischen Flachpinsel, den ich mir anfeuchte, ein bisschen abtrockne am Tuch und dann mit den Fingerspitzen noch einmal in Form ziehe, kann ich jetzt hier bestimmte Formen korrigieren. Hier bin ich zum Beispiel mit dem der Tischfarbe über die Zitronenscheibe gekommen. Ich kann kleine Lichtreflexionen wieder herausholen und auch so eine Kante hier zum Beispiel ein bisschen korrigieren. Eine schöne Reflexion gibt es hier unten noch auf dem Kännchen. Auch die wasche ich jetzt aus. Ein bisschen habe ich sie ja hier schon vorbereitet vorhin. Und meine helle Lichtreflexion hier auf der linken Seite kann ich auch noch ein bisschen herausholen. Dann gibt es so weiche, waagerechte Ränder hier in dem Topf. Wenn man möchte, könnte man hier ein bisschen Struktur reinbringen, aber das würde ich auf keinen Fall übertreiben, dass der dann nicht so mit so einem Muster versehen wird, der Topf. Aber so ein ganz bisschen ist vielleicht ganz schön. Und jetzt geht es weiter hier mit der Zitrone. Die hat auf alle Fälle hier einen schönen Lichteinfall auf diesem kleinen Knubbel hier vorne. Und hier ist die Reflexion, oder wir können hier die Form noch mal ein bisschen korrigieren. Lichtreflexion auswaschen hier auch. Und hier oben ist auch die Form ein bisschen durch das Hintergrundmalen verschwunden. Eine letzte Maßnahme ist jetzt hier mit ein bisschen Lavendelblau. Hier kommt Licht drauf, aber hier können wir die ganze Zitrone hier noch ein bisschen schattiger malen. Mit Titanweiß direkt aus der Tube gibt es jetzt ein paar ganz wenige Akzente noch. Eine allerletzte Sache ist mir noch aufgefallen. Ich möchte hier unter den Objekten doch noch einen etwas kräftigeren Schlagschatten einfügen. Direkt darunter, auch hier und hier. Diesen Schatten löse ich jetzt mit Wasser jeweils zum schon vorhandenen Schatten an. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass die Gegenstände doch noch etwas besser verankert sind auf der Tischfläche. Und damit ist mein Motiv fertig. Ich hoffe, du hast Lust, es auch einmal auszuprobieren und hast dann viel Freude an diesem Stillleben-Motiv. Ich mag Stillleben wirklich sehr gerne. Man kann sehr viel lernen daran, die Technik üben, die Farben, den Farbauftrag, Hintergrund. All das sind Dinge, die man wunderbar trainieren kann in einem Stillleben. Vielleicht hast du auch Lust, dir selbst ein Stillleben aufzubauen. Dann achte auf die ausdrucksstarke Beleuchtung, möglichst von einer Seite, von rechts oder von links, sodass du eine schön definierte Schattensituation hast auf dem Bild. Denn Licht und Schatten bringen den Ausdruck letztendlich in die Malerei immer. Wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal, wenn du möchtest, in 14 Tagen mit einem neuen Video zum Thema Aquarellmalerei. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.